Deutsche Personalpronomen. Was sind Personalpronomen? Welche unterschiedlichen Arten gibt es? Wann verwendest du sie? Und ganz wichtig, welche 3 Informationen verrät dir jedes Personalpronomen? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Falls du also Grammatikprobleme hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und wir lösen diese Probleme gemeinsam. Heute erkläre ich dir die Personalpronomen. Als erstes, was ist ein Personalpronomen? Pronomen sind ja Dinge, die wir benutzen, um Wiederholungen zu vermeiden. Wir ersetzen mit Pronomen andere Nomen. Und Personalpronomen sind genau die Pronomen, die andere Personen, aber auch Dinge und Gegenstände beschreiben. Ich erkläre euch das am besten mal an einem Beispiel. Wir nehmen den Satz, die Frau sieht das Haus. In diesem Satz, richtig, gibt es kein Personalpronomen. Aber jetzt schauen wir uns den Satz mal mit Personalpronomen an und den können wir nämlich auch sagen als sie sieht es. Sie und es sind hier die Personalpronomen. Und damit ich dir das noch besser an Beispielen erklären kann und dir auch zeigen kann, welche Informationen jedes Personalpronomen dir verrät, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Welche Informationen tragen die Personalpronomen? Also welche Information kannst du aus dem Personalpronomen ablesen? Das ist grundsätzlich immer die Person, also erste, zweite oder dritte Person. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch gleich noch. Auch den Numerus, das ist einfach Singular oder Plural, oder den Kasus, also den Fall. Hier mal 4 Beispiele. Er ist in der dritten Person und auch maskulin, Singular und Nominativ. Wir ist erste Person Plural und Nominativ. Es ist dritte Person Neutral, Singular und Nominativ. Und ich ist hier erste Person Singular und auch Nominativ. Kommen wir nun zu den unterschiedlichen Formen, denn du musst das Personalpronomen anpassen, abhängig davon, mit wem oder über wen du sprichst. In der ersten Person Singular ist es ich. Also immer, wenn du über dich selbst sprichst, ist das erste Person. Und zweite Person ist, wenn du zu jemand anderen sprichst. Also, wenn du jemanden, der vor dir steht, mit dem du sprichst, wenn du irgendeine Eigenschaft ihm zuordnest, also wenn du irgendetwas sagst, das er macht, tut oder ist. Dritte Person ist dann, wenn du über jemand Drittes mit einer zweiten Person sprichst. Also du hast ein Gespräch mit jemandem und sprichst über eine dritte Person, die gerade nicht da ist. Und das kann natürlich ein Mann, eine Frau oder etwas, was grundsätzlich einen neutralen Artikel, also das als Artikel hat. Und dementsprechend musst du in der dritten Person, weil es ja der, die und das gibt, maskulin, feminin und neutral, auch hier die Pronomen, die Personalpronomen entsprechend anpassen. Dasselbe gilt dann im Plural für wir, zweite Person ihr, also eine Gruppe, zu der du sprichst, und dritte Person eine Gruppe, über die du mit jemand anderen sprichst, die aber gerade nicht am Gespräch teilnimmt. Und es gibt noch die Höflichkeitsform, die wird dann immer groß geschrieben. Du und ihr sind die informellen Personalpronomen, werden mit Freunden, Familie und allgemeinen informellen Situationen verwendet. Und sie wird formal verwendet, also mit dem Chef, mit Fremden und in allgemein formellen Situationen. Wann verwenden wir die Personalpronomen? Hier nochmal ganz genau, in der ersten Person sprechen wir immer über uns selbst. Das ist ich und wir. Ich gehe nach Hause,
Also hier spreche ich über mich selbst und im Plural. Wir machen immer unsere Hausaufgaben. Das bin ich plus noch jemand anderes. Zweite Person, das sind du, ihr und sie. Also das höfliche sie. In der zweiten Person sprechen wir jemanden an, also mit dem wir gerade sprechen in einem Gespräch. Du wirst heute dein Zimmer aufräumen und habt ihr eure Deutsch-Hausaufgaben schon gemacht? Das sind beides Personalpronomen in der zweiten Person und wir sprechen mit jemandem hier gerade. Und dritte Person, in der dritten Person sprechen wir über andere Personen oder Dinge, die in der Regel bekannt sind, aber gerade nicht am Gespräch teilnehmen. Das ist das Wichtige. Marcel ist in Luisa verliebt. Frage vielleicht ich und dann bekomme ich die Antwort. Keine Ahnung, aber er geht heute mit ihr ins Kino. Hier muss bekannt sein, über wen man spricht. Also entweder man muss ihn sehen können oder die Person sehen können oder wir müssen wissen, über wen man spricht, damit es keine Missverständnisse gibt. Denn das kann hier beim zweiten Beispiel durchaus der Fall sein, denn es können durchaus zwei Nomen denselben Genus haben, also beide wie hier feminin sein. Dann solltest du immer besser das Nomen und nicht das Pronomen benutzen, einfach um Missverständnisse zu vermeiden. Frau Meier hat eine Katze, ich mag sie sehr. Frau Meier ist natürlich feminin und auch die Katze ist feminin. Wenn du hier sagst, ich mag sie sehr, wen? Die Katze oder Frau Meier? Das ist hier nicht so klar. Also im Zweifel nimm lieber das Nomen, um Missverständnisse zu vermeiden. Denn Pronomen, wie du in der Lektion Was ist ein Pronomen gelernt hast, ersetzen immer Nomen, um Wiederholungen zu vermeiden. Als nächstes, was natürlich noch fehlt, Pronomen ersetzen Nomen. Und Nomen bekommen einen Fall und dementsprechend musst du auch die Pronomen dem Fall anpassen. Alle Pronomen, die ich dir gerade genannt habe, stehen im Nominativ. Es gibt sie aber auch im Akkusativ, Dativ und im Genitiv. Wenn du jetzt sagst, wie kompliziert, dann nur das kleine Beispiel. Dasselbe musst du auch auf Englisch machen. Hier ist das nochmal ganz genau erklärt. Er spielt gerne Fußball. He likes to play football. Aber ich mag ihn. I like him. Das him ist einfach nur das er bzw. das ihn hier im Akkusativ. Auf Englisch lernst du das nur nicht, weil du es hauptsächlich bei den Personalpronomen machen musst und sonst fast nirgendwo. Aber auch Englisch benutzt die Fälle. Also, du wirst sehen, am Anfang sieht es sehr kompliziert aus, aber es ist wirklich nicht sonderlich kompliziert. Du musst einfach nur die Formen auswendig lernen. Im Nominativ, diese hier kennst du, im Akkusativ wechselt es maskulin natürlich, weil im Akkusativ immer alles maskulin wechselt, aber auch hier in der ersten und zweiten Person, Singular wie auch Plural, wechselt das Personalpronomen im Akkusativ. Aus ich wird mich, aus du wird dich. Also hier musst du eigentlich nur ein M davor setzen und dann hier das D von du. Aber im Plural wird es uns und euch. Und im Dativ, wie du es bekannt bist, genauso im Genitiv, wechselt alles. Mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen und ihnen. Dasselbe hier im Genitiv. Falls du diese Tabelle noch nicht auswendig kennst oder vielleicht auch Probleme hast, dich an die richtigen Formen erinnern zu können, dann empfehle ich dir, drucke dir diese Tabelle aus. Dann hängst du sie dir an den Kühlschrank oder auch an die Badezimmertür irgendwo hin, wo du sie immer und immer wieder siehst. Und zwar so lange, bis
bis du alle unterschiedlichen Formen kennst. Aber ich empfehle dir auch, schau dir mein Video zur Deklination an, denn dort findest du eine einfache Formel und das einfache System, das hinter der deutschen Deklination steht. Und ich verspreche dir, für alle Artikel und auch für die meisten Pronomen brauchst du wirklich nur eine einzige Tabelle lernen und die zeige ich dir in diesem Video.